Hi, schön euch mal wieder auf diesem Kanal zu sehen. Hier kam lange nichts und hier kommt jetzt auch nur noch dieses Video, denn ihr habt wahrscheinlich aus einem speziellen Grund hierauf geklickt, der entweder ist, dass ihr eine Instagram-Story gesehen habt und ihr habt gar keinen Plan, was los ist, oder ihr habt bemerkt, dass der Discord anders aussieht als vorher und dachtet euch, ihr schaut dann mal hier rein. Wir machen es kurz und bündig, wie ein Pflaster abzureißen. Ich höre auf mit Stream. Punkt. Einfach komplett. Es kommt gleich noch eine längere Erklärung, wenn ihr euch die anhören wollt. Die Kurzfassung ist, ich höre komplett auf mit Stream. Es ist keine Pause, es ist eine Beendigung der Stream-Aktivität äh, für immer. Also vielleicht komme ich mit 80 nochmal auf den Dreh, nochmal zu streamen, aber das ist jetzt aktuell nicht der Plan. Ähm, meine Twitch-Seite sollte schon anders aussehen in diesem Moment. Die Bots sollten abgeschaltet sein. Auf dem Discord gibt es nur noch diesen Informationsbereich oben und nichts anderes mehr. Und generell sollten alle Dienste, die mit meiner Twitch-Aktivität zusammenhängen, jetzt abgeschaltet sein. Dieses Video ist hauptsächlich eine Information für euch, dass ihr wisst, ich bin nicht gehackt worden, meine Konten sind nicht irgendwie kompromittiert oder dergleichen, sondern das ist eine freiwillige Entscheidung von mir, in der ich mich einfach dazu entschieden habe, mit dem Stream aufzuhören. Ich bedanke mich bei euch dafür auf jeden Fall, dass ihr so lange mit dabei wart. Habe mich gefreut, dass wir im letzten Jahr noch so viel gestreamt haben und dass noch so viele Leute dabei waren. Mein letzter Stream war von mir aus gestern am 21., heute ist der 22., mit Pharao. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und der Rest des Dezembers ist bei mir verplant. Deshalb gibt es keine weiteren Streams, deshalb gibt es keinen Endstream oder sowas in der Richtung. Deshalb mache ich das jetzt einfach mal ganz kurz und bündig mit diesem Video, dass ihr Bescheid wisst. Es ist alles in Ordnung. Es kommt jetzt noch eine bisschen längere Erklärung, nur noch ein bisschen zu den Hintergründen. Da müsst ihr jetzt nicht weiter zuschauen, wenn ihr nicht wollt. Das ist mir egal. Aber falls es euch interessiert, dachte ich mir, erzähle ich euch einfach noch ein paar Dinge. Und zwar ist das ein bisschen ungeplant jetzt alles, ist nicht geskriptet. Ich habe versucht, ein Skript dafür zu schreiben, aber ist nicht meine Stärke, bin ich ehrlich mit euch. Deshalb haue ich das einfach so raus. Der Grund ist, dass ich ja, wie ihr vielleicht wisst, seit Jahren irgendwie im Web-Video-Bereich unterwegs bin. Ich habe ja zuerst YouTube eine ganze Weile gemacht und 2017 dann auch meinen ersten Livestream gestartet, damals noch auf YouTube. Da noch sehr sporadisch gestreamt, weil das damals eine sehr neue Sache war und sehr ja, irgendwie noch was Besonderes für mich damals war. Da haben wir auch, glaube ich, damals habe ich ja noch mit Red Pete zusammen gestreamt, ähm, immer Ankündigungsvideos und so einen Scheiß gemacht. Das war super witzig. Und irgendwann 2020 kam ich ja dann dazu, auf Twitch umzusteigen und dort regelmäßiger zu streamen. Und das mache ich ja jetzt seit ja, 2020, logischerweise. Und es hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe mir im Laufe der Zeit sehr viele Dinge überlegt, ausgedacht, Spiele gespielt, Sachen gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ihr erinnert euch vielleicht an ein paar der Sachen, die wir da zusammen ausprobiert haben. Verschiedene Dinge, die ich gebaut habe, wie die Nerfgun, die Wasserpistole, die Seifenblasenpistole, die Blinker, die ihr euch vielleicht erinnert. Meinen eigenen Controller habe ich gebaut für manche Videospiele und dergleichen mehr. Das hat mir alles sehr viel Spaß gemacht, auch mir verschiedene Dinge dazu auszudenken. Die verschiedenen Multiplayer-Sachen, die wir gemacht haben zusammen. Die OGs erinnern sich noch an Minecraft damals ganz am Anfang oder an solche Geschichten wie Valorant. In letzter Zeit dann verstärkt auch mal mit Izzy verschiedene Dinge. Übrigens erfährt die heute auch zum ersten Mal, dass ich nicht mehr streame. Also, hi Izzy. Auf jeden Fall hat mir das alles sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo ich mir halt gesagt habe, dass die Kamera mal scharf stellen soll. Ähm, Wo ich mich gefragt habe, wie ich das Ganze weitermachen möchte. Weil es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, aber es hat halt auch sehr viel Zeit für mich in Anspruch genommen. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mir dachte, dass ich vielleicht auch Zeit für andere Dinge haben möchte. Und da habe ich dann irgendwann angefangen, meine Streaming-Zeiten zu verändern, dass sie besser zu meinem Tag passen oder zu meinen Plänen passen. Ich habe versucht, auch jetzt in der letzten Zeit vor allen Dingen auch immer weniger zu streamen. Also zum Beispiel nicht immer 5 Stunden oder 4 Stunden, sondern eher 3. Was, obwohl es nur eine Stunde am Tag weniger ist, halt in der Woche dann auch schon mal 3, 4 Stunden mehr ausmacht. Und ich weiß nicht, ich habe seit Mitte des Jahres das Gefühl, dass Stream nicht mehr das Richtige für mich ist. Nicht mehr das, was ich wirklich machen möchte. Ich habe noch keine Ahnung, was ich hier nachmachen möchte. Ich werde nicht aus dem Internet verschwinden. Ich werde immer noch auf Twitch mich umhertreiben und auf Instagram witzige Stories posten und so weiter. Aber Stream ist es einfach nicht mehr für mich. Und ich habe seit Mitte des Jahres drüber nachgedacht, immer mal nochmal kleinere Dinge versucht zu verändern und nochmal kleinere Sachen versucht zu machen.
Aber am Ende des Tages bin ich dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, das ist es nicht mehr. Das habt ihr vielleicht dann auch schon gemerkt, als ich dann den Affiliate-Status zurückgegeben habe. Das war übrigens dann gelogen, dass ich, also zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass ich zum Ende des Jahres aufhören würde. Das tut mir nicht leid. Es ist halt einfach so. Und ja, was soll ich sagen? Zu dem Zeitpunkt war mir schon klar, dass ich aufhören würde. Ich wollte jetzt aber kein großes Brimborium am Ende drum machen, weil das würde sich auch komisch anfühlen. Ich bin ja nicht weg. Ich bin trotzdem noch in anderer Leute Streams unterwegs. Ich würde mich freuen, wenn ich das ein oder andere Mal vielleicht auch mal mit jemandem was zusammenspiele in deren Streams dann. Aber für mich selber ist es das einfach nicht mehr. Und ich denke, jetzt ist ein guter Punkt, damit aufzuhören, einen Schlussstrich zu ziehen fürs neue Jahr. Das neue Jahr wird für mich auch sehr viele Veränderungen beinhalten, auf die ich mich sehr freue und wo Streaming dann auch sehr stark zurückstecken würde, sowieso, weil ich da noch andere Dinge zu tun habe. Und ja, insgesamt fühle ich Stream nicht mehr so, wie ich es am Anfang getan habe. Ich bereue keinen einzigen Stream. Es ist nicht so, dass ich jetzt in den letzten Zeiten irgendwie gedacht habe, oh Gott, ich muss jetzt streamen. Oder oh Gott, jetzt muss ich dahin und ich will das gar nicht oder so. Ich habe mich auf jeden Stream durchaus gefreut, aber ich habe mich in letzter Zeit auch darauf gefreut, weil ich wusste, ähm, es wird jetzt langsam weniger und ein Ende finden. Ich weiß nicht, ob man das Gefühl beschreiben kann oder verstehen kann, wenn man nicht selber gestreamt hat oder streamt oder wie auch immer. Ich hoffe, ich bringe das gerade einigermaßen gut rüber, was ich fühle. Aber ich bin ein Mann, ich kann das nicht. Ich muss noch mal gucken, welche Teile ich hier rausschneide. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen mein Gedankengang dahinter. Ich habe sehr gerne gestreamt, ich habe sehr viel gestreamt, ich habe sehr viele Dinge ausprobiert, sehr viele Dinge gemacht, sehr viele Dinge getestet, gekauft, geprüft, gebaut und es hat mir alles sehr viel Spaß gemacht. Aber das ist einfach nicht das, wie ich weitermachen möchte. Deshalb ziehen wir an dieser Stelle einen Schlussstrich. Ich habe überlegt, was als nächstes kommen wird, ob ich wieder auf fucking YouTube umsteige oder ob ich ganz anderen Content mache, weil ich schon das Gefühl habe, dass Content Creation mir Spaß macht und ich in dem Bereich irgendwas machen möchte. Aber ich habe dazu aktuell noch keine weiteren Pläne. Wie gesagt, es wird auch einiges privat auf mich zukommen in der nächsten Zeit, wo ich mich drum kümmern werde. Und ja, wer weiß. Vielleicht findet ihr dann irgendwann irgendwas nochmal von mir. Vielleicht mache ich irgendwann mal irgendwie irgendwas wieder. Aber nicht jetzt. Und es wird kein Streaming mehr sein. Ich bedanke mich trotzdem bei euch dafür, dass ihr so lange dabei wart. An all die Leute, die immer wieder eingeschaltet haben, die so lange dabei waren, die teilweise seit meinen Anfängen auf Twitch dabei sind oder noch länger. Und ja, war schöne Zeit, aber irgendwann muss es enden und das ist jetzt. Und ja, ich weiß nicht, wie man so ein Video beendet. Ciao.